Guten Morgen, Kerem. Bist du schon wach? Ja, aber ehrlich gesagt bin ich noch sehr müde. Ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen. Schon wieder? Du bist in letzter Zeit oft müde. Vielleicht machst du dir zu viele Gedanken. Das kann sein. Ich denke gerade an so viele Sachen. Die Arbeit, den Deutschkurs, die Stromrechnung und dann noch den Termin beim Bürgeramt nächste Woche. Ja, ich weiß. Im Moment kommt alles zusammen. Aber wir schaffen das Schritt für Schritt. Hoffentlich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass in Deutschland alles nur mit Terminen, Formularen und Briefen funktioniert. Das stimmt ein bisschen, aber mit der Zeit wird es leichter. Am Anfang ist alles neu und anstrengend. Hast du heute schon in den Briefkasten geschaut? Noch nicht. Warum? Erwartest du einen wichtigen Brief? Ja, vielleicht. Ich warte auf eine Antwort von der Firma, bei der ich mich beworben habe. Stimmt. Du hattest doch am Freitag das Vorstellungsgespräch. Wie war es eigentlich genau? Du hast gestern nur kurz davon erzählt. Es war besser, als ich dachte. Die Chefin war freundlich und ich konnte fast alles verstehen. Nur bei einer Frage war ich unsicher. Welche Frage? Sie hat gefragt, wie ich mit Stress umgehe und was ich mache, wenn ein Kunde unzufrieden ist. Und was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, dass ich ruhig bleibe, gut zuhöre und versuche, eine Lösung zu finden. Das war doch eine gute Antwort. Ja, vielleicht. Aber ich war sehr nervös. Meine Hände haben sogar gezittert. Das ist normal. Wichtig ist, dass du hingegangen bist und dein Bestes gegeben hast. Du hast recht. Manchmal bin ich zu streng mit mir selbst. Genau. Und jetzt steh bitte auf. Wir müssen heute noch einiges erledigen. Was denn alles? Erstens müssen wir einkaufen, weil fast nichts mehr im Kühlschrank ist. Zweitens wollte ich mit dir über unsere Monatskosten sprechen. Und drittens müssen wir die Heizung überprüfen lassen, weil es im Wohnzimmer abends immer noch kalt ist. Ja, die Heizung macht komische Geräusche. Vielleicht ist etwas kaputt. Dann sollten wir den Vermieter anrufen. Kannst du das machen? Du erklärst solche Sachen besser auf Deutsch als ich. Ja, natürlich. Aber du musst auch üben. Solche Gespräche sind wichtig für den Alltag. Ich weiß. Ich habe nur Angst, dass ich etwas falsch sage. Fehler sind normal. Ohne Fehler lernt man nicht. Das sagt auch mein Lehrer immer. Siehst du? Dann hör auf deinen Lehrer. Okay. Nach dem Frühstück können wir zusammen anrufen. Gute Idee. Möchtest du Tee oder Kaffee? Heute lieber Kaffee. Ich brauche wirklich Energie. Dann mache ich uns schnell welchen. Und danach schauen wir in den Briefkasten. Hoffentlich ist die Antwort von der Firma da. Und wenn nicht, dann kommt sie eben später. Du musst ein bisschen Geduld haben. Geduld ist leider nicht meine Stärke. Das weiß ich. Aber vielleicht lernst du das noch. Vielleicht und danke, dass du immer ruhig bleibst, wenn ich nervös bin. Dafür sind wir doch ein Team. Ja, ein manchmal chaotisches Team. Chaotisch vielleicht, aber stark. Das klingt gut. So, ich stehe jetzt auf. Der Tag wartet leider nicht. Genau. Und heute fangen wir ohne Stress an. Okay? Ich versuche es. Versprochen. So, der Kaffee war gut. Bist du bereit, den Vermieter anzurufen? Ehrlich? Nicht wirklich. Aber wir müssen es machen. Genau. Wir rufen jetzt an, erklären das Problem ruhig und sachlich. Und dann warten wir auf seine Antwort. Was soll ich sagen, wenn er rangeht? Du kannst so anfangen. Guten Tag, hier spricht Kerem Yilmaz. Ich rufe an, weil wir ein Problem mit der Heizung haben. Okay, langsam. Ich wiederhole. Guten Tag. Hier spricht Kerem Yilmaz. Ich rufe an, weil wir ein Problem mit der Heizung haben. Perfekt. Und dann sagst du, im Wohnzimmer wird es abends nicht richtig warm und die Heizung macht seltsame Geräusche. Macht seltsame Geräusche. Gut. Genau. Und wenn er Fragen stellt, antworte einfach kurz und klar. Was mache ich, wenn ich ein Wort nicht verstehe? Dann sagst du, könnten Sie das bitte wiederholen? Oder könnten Sie das bitte einfacher erklären? Das ist wirklich ein guter Satz. Den brauche ich oft. Ja, der ist sehr praktisch. Also, ruf jetzt an. Okay, ich mache den Lautsprecher an. Gut. Oh, es klingelt. Ruhig bleiben. Hallo? Guten Tag, hier spricht Kerem Yilmaz. Ich rufe an, weil wir ein Problem mit der Heizung haben. Sehr gut. Ja, im Wohnzimmer wird es abends nicht richtig warm und die Heizung macht seltsame Geräusche.
Nein, seit ungefähr einer Woche. Ja, okay, einen Moment bitte. Was sagt er? Er fragt, ob das Problem nur im Wohnzimmer ist oder auch in den anderen Zimmern. Sag, vor allem im Wohnzimmer, aber im Schlafzimmer ist es auch nicht richtig warm. Ja, vor allem im Wohnzimmer, aber im Schlafzimmer ist es auch nicht richtig warm. Ja, nein, Wasser kommt nicht raus, nur Geräusche. So ein Klopfen und manchmal ein Pfeifen. Sehr gut erklärt. Ja, morgen zwischen 8 und 10. Ähm, Das passt doch. ja, das passt. Morgen zwischen 8 und 10 ist in Ordnung. Muss jemand zu Hause sein? Ja, ich bin da. Dankeschön. Auf Wiederhören. Super. Du hast das wirklich gut gemacht. Meinst du? Ich war total angespannt. Aber man hat es kaum gemerkt. Du warst höflich, klar und verständlich. Ich habe sogar alles verstanden. Das überrascht mich gerade selbst. Siehst du, dein Deutsch ist besser, als du denkst. Vielleicht. Ich brauche nur immer ein bisschen Mut am Anfang. Das ist normal. Viele Leute haben Angst vor Telefonaten, sogar in ihrer Muttersprache. Stimmt. Telefonieren ist schwerer, weil man das Gesicht nicht sieht. Genau. Man kann keine Gestik oder Mimik benutzen. Deshalb muss man besonders deutlich sprechen. Morgen kommt also der Hausmeister oder ein Techniker. Ja, dann sollten wir heute noch ein bisschen aufräumen, wenigstens im Wohnzimmer. Das stimmt. Es wäre mir peinlich, wenn es hier unordentlich wäre. So schlimm ist es nicht. Aber ein bisschen Ordnung schadet nie. Stimmt. Und danach gehen wir einkaufen? Ja, ich habe schon eine Liste gemacht. Milch, Brot, Eier, Tomaten, Reis, Joghurt und Waschmittel. Schreib auch Obst dazu. Wir haben seit Tagen kein Obst mehr zu Hause. Gute Idee. Äpfel oder Bananen? Am besten beides. Und vielleicht Orangen. Okay, aber wir müssen auf den Preis achten. Ja, diesen Monat müssen wir etwas sparen. Genau deshalb sprechen wir später noch über unser Budget. Oh nein, das klingt nach einem ernsten Gespräch. Keine Angst, nicht ernst, nur notwendig. Na gut. Erst Heizung, dann Einkauf, dann Finanzen. Heute wird es nicht langweilig. Nein, aber wenigstens erledigen wir endlich einige Dinge. Und das fühlt sich am Ende immer gut an. Eben. Komm, wir fangen mit dem Wohnzimmer an. Gut, dass wir die Einkaufsliste dabei haben. Sonst kaufen wir wieder zu viel. Ja, genau. Ohne Liste landen immer Sachen im Wagen, die wir eigentlich nicht brauchen. Schau mal, die Tomaten sind heute im Angebot. Echt? Wie viel kosten sie? 2,99 € pro Kilo. Letzte Woche waren sie teurer. Dann nehmen wir welche mit. Aber nicht zu viele, sonst werden sie weich. Stimmt. Und was brauchen wir noch für heute Abend? Ich dachte an Reis mit Gemüse und Joghurt. Etwas Einfaches. Gute Idee. Möchtest du auch Hähnchen kaufen oder lieber vegetarisch kochen? Lieber vegetarisch. Das ist günstiger. Und wir haben noch Linsen zu Hause. Dann passt das. Oh, hier sind die Nudeln. Wollen wir auch welche mitnehmen? Ja, eine Packung reicht. Wir sollten immer ein paar Vorräte im Schrank haben. Das sage ich auch immer. Man weiß nie, wann man keine Lust hat, einkaufen zu gehen. Oder wenn plötzlich Besuch kommt. Besuch kommt bei uns leider nicht so oft. Noch nicht. Aber vielleicht ändert sich das. Wir kennen inzwischen mehr Leute als am Anfang. Das stimmt. Im Sprachkurs habe ich 2 nette Männer kennengelernt. Einer kommt aus Syrien, der andere aus Spanien. Siehst du? Langsam bauen wir uns hier ein neues Leben auf. Ja, langsam. Aber manchmal vermisse ich trotzdem unsere Familie sehr. Ich auch. Besonders an Wochenenden merke ich das. Früher war immer jemand da. Brüder, Schwestern, Cousins, Nachbarn. Hier ist alles ruhiger. Ja, ruhiger, aber manchmal auch einsamer. Zum Glück haben wir uns. Genau. So, jetzt brauchen wir noch Milch und Joghurt. Hier ist der Joghurt. Welchen wollen wir nehmen? Den großen Becher oder 4 kleine? Den großen, der ist billiger. Gut. Und Milch? 2 Packungen. Eine für Tee und Kaffee und eine zum Kochen. Alles klar. Ach, schau mal, hier ist auch Käse im Angebot. Nein, Käse haben wir noch genug. Bitte nicht einfach alles kaufen, nur weil es billiger ist. Du hast recht. Ich lasse ihn zurück. Danke. Sag mal, hast du eigentlich schon überlegt, wann du dein
Zahnarzttermin machen willst? Ja, ich wollte morgen anrufen. Mein Zahn tut nicht ständig weh, aber ich möchte lieber nicht warten. Das ist vernünftig. In Deutschland wartet man manchmal lange auf einen Termin Genau deshalb möchte ich mich früh darum kümmern. und ich sollte auch mal zum Hausarzt gehen. Diese Müdigkeit nervt mich langsam. Ja, mach das bitte. Vielleicht ist es nur Stress, aber sicher ist sicher. Wahrscheinlich schlafe ich einfach zu wenig. Möglich. Aber wenn man lange müde ist, sollte man es kontrollieren lassen. Ja. Oh, wir brauchen auch Waschmittel. Stimmt. Nimm bitte die große Packung unten. Die ist schwer. Du schaffst das schon. Danke für dein Vertrauen. Gern. Und vergiss die Bananen nicht. Ich habe sie schon genommen. Äpfel auch. Sehr gut. Dann fehlt nur noch Brot. Wollen wir Vollkornbrot oder Fladenbrot? Vollkornbrot für den Alltag. Fladenbrot vielleicht am Wochenende. Praktische Entscheidung. Natürlich. Jemand muss hier vernünftig sein. Und jemand muss für gute Laune sorgen. Das ist dann wohl deine Aufgabe. Einverstanden. Komm, wir gehen zur Kasse. Hoffentlich ist die Schlange nicht zu lang. Leider doch. Dann haben wir noch Zeit, über unser Budget zu sprechen. Oh nein, nicht schon wieder das Thema. Doch. Wir müssen wissen, wofür wir Geld ausgeben und wo wir sparen können. Okay, also weniger Snacks, weniger spontane Einkäufe und öfter zu Hause kochen. Genau. Und vielleicht vergleichen wir nächste Woche auch die Stromanbieter. Gute Idee. Vielleicht können wir dort etwas sparen Siehst du? Langsam denkst du schon wie ein Experte. oder wie ein erwachsener Mensch mit Rechnungen. Das auch. Guten Morgen, Kerem. Bist du bereit für deinen Arzttermin? So halb. Ich bin ein bisschen nervös. Warum? Es ist doch nur ein Gespräch und wahrscheinlich eine Untersuchung. Ich weiß. Aber ich habe immer Angst, dass ich nicht alles gut erklären kann. Dann üben wir jetzt kurz. Was willst du sagen? Also, ich bin seit einigen Wochen oft müde. Sehr gut. Außerdem habe ich manchmal Kopfschmerzen und schlafe nicht gut. Perfekt. Sag auch, ob du viel Stress hast. Ja, das stimmt auch. Im Moment habe ich viel Stress wegen der Arbeit, des Deutschkurses und privater Sachen. Genau. Und wenn der Arzt fragt, seit wann du diese Probleme hast? Dann sage ich seit ungefähr 3 oder 4 Wochen. Super. Du bist vorbereitet. Danke. Das hilft mir wirklich. Dafür bin ich da. Hast du deine Versicherungskarte? Ja, hier in meiner Jackentasche. Und den Termin habe ich auch auf dem Handy. Sehr gut. Dann los. Wir sollten pünktlich sein. Ja, beim Arzt will ich nicht zu spät kommen. Vor allem beim ersten Termin ist es wichtig, einen guten Eindruck zu machen. Stimmt. Hoffentlich muss ich nicht zu lange warten. Das weiß man beim Arzt nie. Da hast du recht. Wenn du willst, begleite ich dich bis zur Praxis. Ja, bitte. Das gibt mir Sicherheit. Natürlich. Und später erzählst du mir, was der Arzt gesagt hat. Ja. Vielleicht sagt er nur, dass ich mehr schlafen und weniger nachdenken soll. Das wäre wahrscheinlich nicht die schlechteste Empfehlung. Leider kann man Gedanken nicht einfach ausschalten. Nein, aber man kann lernen, besser mit Stress umzugehen. Vielleicht sollte ich abends nicht immer so lange am Handy sein. Das wäre schon ein Anfang. Und weniger Kaffee trinken. Vielleicht auch das. 2 Tassen sind okay, aber 5 eher nicht. Ich trinke keine 5. Nur manchmal 4. Das ist auch schon viel. Na gut, erwischt. So, wir sind fast da. Die Praxis sieht ganz modern aus. Ja, und sauber. Das ist schon mal gut. Meinst du, ich soll an der Anmeldung selbst sprechen? Natürlich. Du sagst einfach: Guten Morgen, ich habe um 9 Uhr einen Termin bei Herrn Dr. Schneider. Okay. Und wenn sie nach meinem Namen fragt? Dann nennst du deinen vollständigen Namen und gibst die Karte. Gut, Du schaffst das. danke. Ohne dich wäre ich oft viel unsicherer. Aber du wirst jedes Mal sicherer. Das ist wichtig. Hoffentlich. Und denk daran, wenn du etwas nicht verstehst, frag nach. Das ist völlig normal. Ja. Könnten Sie das bitte wiederholen? Genau. Oder: Was bedeutet dieses Wort? Diese Sätze retten mich wirklich oft. Dafür sind solche Redemittel da. Okay, ich gehe jetzt rein. Gut. Ich warte draußen im Café nebenan und schreibe dir. In Ordnung. Und keine Panik. Es ist nur ein Termin.
kein Test. Für mich fühlt sich manchmal alles wie ein Test an. Ja, aber heute geht es einfach nur darum, dass es dir besser geht. Danke. Das musste ich hören. Viel Glück. Bis später. Da bist du ja endlich. Und? Wie war der Arzttermin? Besser als gedacht. Der Arzt war freundlich und hat ruhig gesprochen. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er meint, es könnte wirklich vom Stress kommen. Er will aber sicherheitshalber noch Blut abnehmen lassen. Das ist vernünftig. Wann hast du den Termin dafür? Am Montagmorgen? Ich soll nüchtern kommen. Okay, dann frühstückst du erst danach. Genau. Und er hat mir geraten, mehr zu schlafen, regelmäßiger zu essen und mich mehr zu bewegen. Das klingt logisch. Ja, er hat auch gefragt, ob ich in letzter Zeit oft angespannt bin. Und was hast du gesagt? Die Wahrheit, dass ich mir wegen vieler Dinge Sorgen mache. Das war gut. Man sollte beim Arzt ehrlich sein. Ja, und jetzt habe ich Hunger. Dann lass uns nach Hause gehen. Ich habe schon etwas gekocht. Perfekt. Ach, übrigens, im Briefkasten war ein Brief für dich. Wirklich? Von der Firma? Ich glaube schon. Ich habe ihn noch nicht geöffnet, Warum nicht? weil er an dich adressiert ist. Du bist manchmal viel vernünftiger als ich. Das weiß ich. Gib ihn mir bitte. Hier, Oh, ich bin gerade echt nervös. mach ihn langsam auf. Egal was drin steht, wir lesen es zusammen. Okay. Moment. Und? Ich kann es gerade nicht glauben. Was steht da? Sie laden mich zu einem zweiten Gespräch ein. Wirklich? Das ist doch super. Ja. Hier steht, wir freuen uns, Sie zu einem weiteren persönlichen Gespräch einzuladen. Siehst du? Das erste Gespräch war also gut. Offenbar. Das zweite Gespräch ist am Donnerstag um 10 Uhr. Dann müssen wir uns gut vorbereiten. Ja. Diesmal will ich ruhiger und sicherer sein. Wir können typische Fragen üben. Zum Beispiel, Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Was sind Ihre Stärken? Wie reagieren Sie in schwierigen Situationen? Solche Fragen. ja, genau solche Fragen kamen schon beim ersten Termin. Dann wird das Üben dir helfen. Ich freue mich, aber ich habe auch Angst. Das ist normal. Freude und Angst kommen oft zusammen, wenn etwas wichtig ist. Stimmt, Wichtig ist, dass du dich nicht kleiner machst, als du bist. das mache ich leider oft. Dann hör auf damit. Du arbeitest hart, du lernst Deutsch, du gibst nicht auf. Das sind große Stärken. Danke. Wenn du das sagst, glaube ich es fast. Fast reicht nicht. Du musst es selbst glauben. Ich versuche es. So. Erst essen wir. Danach lesen wir den Brief noch einmal ganz genau. Dann machen wir einen Plan. Einen Plan? Ja, morgen üben wir Deutsch. Übermorgen schauen wir deine Kleidung an. Und am Mittwoch machen wir ein Probegespräch. Das klingt sehr organisiert. Natürlich. Weißt du, was das Beste ist? Was denn? Heute Morgen war ich noch total gestresst. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sich langsam etwas bewegt. Genauso ist es oft im Leben. Erst hat man Angst und dann öffnet sich eine Tür. Schön gesagt. Danke. Also, Herr Kandidat, kommen Sie bitte in die Küche. Das Essen wird kalt. Sofort. Und heute esse ich mit guter Laune. Elif, hast du kurz Zeit? Ich möchte noch einmal das Vorstellungsgespräch üben. Natürlich. Setz dich. Wir machen das jetzt ganz in Ruhe. Danke. Je näher der Termin kommt, desto nervöser werde ich. Das verstehe ich. Aber genau deshalb üben wir. Fangen wir mit einer klassischen Frage an. Warum möchten Sie bei dieser Firma arbeiten? Ich möchte bei Ihrer Firma arbeiten, weil ich die Stelle interessant finde. Das ist ein Anfang, aber es klingt noch etwas allgemein. Sag lieber auch, was genau dich interessiert. Okay. Ich möchte bei Ihrer Firma arbeiten, weil ich praktische Arbeit mag, gern im Team arbeite und mich beruflich weiterentwickeln möchte. Viel besser. Das klingt klarer und motivierter. Gut. Nächste Frage. Was sind Ihre Stärken? Das finde ich schwer. Ich rede nicht gern über mich selbst. Das musst du aber. Nicht arrogant, sondern ehrlich. Also gut. Ich bin zuverlässig, pünktlich und lerne schnell. Sehr gut. Vielleicht auch. Ich bleibe auch in stressigen Situationen ruhig. Naja, so ruhig bin ich nicht immer. Aber nach außen wirkst du oft ruhig. Und du gibst nicht schnell auf.
Das ist auch eine Stärke. Dann sage ich, außerdem bin ich geduldig, und gebe auch bei Problemen nicht schnell auf. Perfekt. Das ist eine starke Antwort. Und was sage ich, wenn Sie nach meinen Schwächen fragen? Ehrlich, aber klug antworten. Zum Beispiel, am Anfang bin ich manchmal etwas zurückhaltend, aber wenn ich mich an eine neue Situation gewöhnt habe, arbeite ich offen und sicher mit anderen zusammen. Das gefällt mir. Das klingt nicht zu negativ. Genau. Man sollte Schwächen nennen, aber auch zeigen, dass man daran arbeitet. Das ist wie in der B1-Prüfung, man soll begründen und erklären. Richtig. Nicht nur kurze Antworten, sondern vollständige Sätze. Okay, frag mich noch etwas. Wie gut sind Ihre Deutschkenntnisse? Ich besuche gerade einen Deutschkurs auf B1-Niveau. Im Alltag kann ich mich gut verständigen und ich verbessere mein Deutsch jeden Tag. Sehr gut. Das klingt realistisch und positiv. Und wenn Sie fragen, wann ich anfangen kann? Dann sagst du einfach die Wahrheit. Ich könnte ab dem 1. April anfangen. Genau. Klar. Und direkt. Ich merke schon, dass mir das Üben hilft. Natürlich. Sicherheit kommt oft durch Wiederholung. Ja. Früher dachte ich immer, mein Problem ist nur die Sprache, aber oft ist es auch meine Unsicherheit. Genau. Sprache und Selbstvertrauen hängen zusammen. Wenn du dir selbst vertraust, sprichst du auch besser. Das stimmt. Und noch etwas. Denk an deine Körpersprache. Sitz gerade, schau freundlich, antworte ruhig und lass dir Zeit. Also nicht zu schnell sprechen. Genau. Lieber langsam und deutlich, als schnell und unklar. Verstanden. Möchtest du noch den Anfang üben? Ja. Wie begrüße ich Sie am besten? Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Das ist gut. Höflich und professionell. Eben. Und am Ende kannst du sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Das merke ich mir. Sehr gut. Und jetzt eine wichtige Frage. Welche? Was ziehst du morgen an? Ich dachte an das blaue Hemd und die dunkle Hose. Gute Wahl. Sauber. Ordentlich. Nicht zu sportlich. Dann bügle ich das Hemd heute Abend noch. Perfekt. Danke, Elif. Ehrlich. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt viel nervöser. Vielleicht. Aber am Ende gehst du allein dorthin und machst das selbst. Darauf kannst du stolz sein. Ich versuche daran zu denken. Nicht nur versuchen. Glaub daran. Okay. Morgen gebe ich mein Bestes. Mehr kannst du nicht tun. Und das ist genug. Endlich bist du zurück. Ich habe schon auf deine Nachricht gewartet. Wie ist es gelaufen? Überraschend gut. Ich glaube wirklich, es war viel besser als beim ersten Mal. Das sieht man dir an. Du wirkst erleichtert. Ja, ich bin erleichtert. Natürlich weiß ich noch nicht, ob ich die Stelle bekomme, aber ich bin diesmal stolz auf mich. Das ist doch schon ein großer Schritt. Erzähl alles. Also, zuerst musste ich ungefähr 10 Minuten warten. Dann hat mich die Chefin hereingebeten. Diesmal war auch noch ein anderer Mann dabei, wahrscheinlich der Teamleiter. Oh, das klingt schon ziemlich offiziell. Ja. Am Anfang war ich kurz nervös, aber dann habe ich tief geatmet und mich an unsere Übungen erinnert. Sehr gut. Ich habe mich vorgestellt, mich für die Einladung bedankt und versucht langsam zu sprechen. Genau so. Und welche Fragen haben Sie gestellt? Fast alles, was wir geübt hatten, warum ich dort arbeiten möchte, wie ich mit Stress umgehe, wann ich anfangen kann und wie meine Deutschkenntnisse sind. Perfekt. Dann hat sich das Üben gelohnt. Ja, total. Und einmal habe ich sogar gesagt, könnten Sie die Frage bitte noch einmal wiederholen? Früher hätte ich mich das vielleicht nicht getraut. Das ist super. Genau so macht man das. Besser nachfragen als falsch antworten. Eben. Und Sie haben freundlich reagiert. Niemand war ungeduldig. Siehst du? Oft haben wir Angst vor Reaktionen, die am Ende gar nicht kommen. Stimmt. Haben Sie auch etwas über die Arbeitszeiten gesagt? Ja. Die Stelle ist in Vollzeit, meistens von 8 bis 16:30 Uhr. Manchmal gibt es aber auch Spätschichten. Und wäre das okay für dich? Ja, grundsätzlich schon. Ich habe gesagt, dass ich flexibel bin. Gut. Und wann bekommst du Bescheid? Sie meinten wahrscheinlich Anfang nächster Woche. Dann heißt es wieder warten. Ja,
Leider. Das Warten ist fast schlimmer als das Gespräch selbst. Das glaube ich dir. Aber heute solltest du erst einmal zufrieden sein. Bin ich auch. Weißt du, was für mich das Wichtigste war? Was denn? Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass ich hier wirklich langsam ankomme. Oh, das ist ein schöner Satz. Ja, früher hatte ich immer das Gefühl, dass alles zu groß und zu schwer ist. Heute dachte ich, ich kann das schaffen. Und genau das ist der Punkt. Auch wenn ich die Stelle nicht bekomme, war dieses Gespräch wichtig für mich. Absolut. Jede Erfahrung bringt dich weiter. Genau. Und jetzt habe ich Hunger. Natürlich. Erfolgreiche Gespräche machen hungrig. Offenbar ja. Dann lass uns heute etwas Schönes machen. Vielleicht gehen wir spazieren oder trinken später draußen einen Tee. Das klingt gut. Das Wetter ist auch endlich besser. Siehst du? Ein guter Tag. Fast zu gut, um wahr zu sein. Übertreib nicht. Aber ein bisschen Freude ist erlaubt. Danke, dass du mich die ganze Zeit unterstützt hast. Immer. Und jetzt verrate mir noch eins. Hast du am Ende auch eine Frage gestellt? Ja. Ich habe gefragt, wie ein normaler Arbeitstag in der Firma aussieht. Sehr gut. Das zeigt Interesse. Genau das habe ich auch gedacht. Ich bin wirklich stolz auf dich. Danke. Dieses Mal glaube ich dir sofort. Kerem, dein Handy klingelt schon die ganze Zeit. Warum gehst du nicht ran? Weil ich Angst habe, dass es die Firma ist. Genau deshalb solltest du rangehen. Und wenn es eine Absage ist? Dann ist es eben eine Absage. Aber vielleicht ist es auch eine gute Nachricht. Du wirst es nur wissen, wenn du antwortest. Du hast recht. Okay. Ich gehe ran. Hallo, Kerem Yilmaz am Apparat. Ja, guten Tag. Oh, ja, natürlich. Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr. Auf Wiederhören. Und? Was ist? Jetzt sag schon. Ich habe die Stelle. Was? Wirklich? Ja, ich habe sie wirklich bekommen. Das ist unglaublich. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich kann es gerade gar nicht fassen. Ich wusste, dass du es schaffen kannst. Sie haben gesagt, dass Sie mit meinem Gespräch sehr zufrieden waren und dass ich einen guten Eindruck gemacht habe. Natürlich, weil du ehrlich, ruhig und motiviert warst. Ich fange am 1. April an. Nächste Woche schicken Sie mir den Vertrag per E-Mail. Das ist wunderbar. Dann beginnt für uns wirklich ein neuer Abschnitt. Ja. Weißt du noch, wie gestresst ich vor ein paar Tagen war? Natürlich. Du konntest kaum schlafen. Und jetzt fühle ich mich plötzlich leichter. Nicht, weil alle Probleme weg sind, aber weil ich merke, dass sich Mühe lohnt. Genau. Schritt für Schritt. Diese Worte hast du in den letzten Tagen bestimmt 10-mal gesagt. Und jetzt siehst du, dass sie stimmen. Ja, das tun sie wirklich. Wir sollten heute etwas feiern. Ja, aber nicht zu teuer. Keine Sorge. Wir können zu Hause kochen und später einen Spaziergang machen. Vielleicht holen wir uns unterwegs ein Stück Kuchen. Das klingt perfekt. Einfach, aber schön. Genau wie wir. Weißt du, was ich noch machen möchte? Was denn? Ich möchte heute Abend meinen Lebenslauf noch einmal aktualisieren, die E-Mails sortieren und alle Unterlagen in einen Ordner legen. Sehr vernünftig. Der erste Arbeitstag kommt schneller, als man denkt. Ja, und ich will vorbereitet sein. Sehr gut. Dann musst du auch schauen, was du am ersten Tag anziehst und wie du dorthin kommst. Stimmt. Vielleicht fahre ich die Strecke vorher einmal probeweise. Gute Idee. Dann weißt du, wie lange du brauchst und bist am ersten Tag nicht so gestresst. Genau. Und was ist mit deinem Deutschkurs? Den mache ich natürlich weiter, gerade jetzt erst recht. Ich will mein Deutsch noch besser machen. Das freut mich. Früher habe ich gelernt, weil ich es musste. Jetzt lerne ich, weil ich wirklich ein Ziel vor Augen habe. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Und ehrlich gesagt habe ich auch Lust auf die B1-Prüfung. Wirklich? Wer bist du und was hast du mit meinem nervösen Mann gemacht? Sehr lustig. Aber ja, ich meine es ernst. Ich glaube, ich bin bereit, den nächsten Schritt zu machen. Dann machen wir das gemeinsam. Arbeit, Deutsch, Alltag, alles. Ja, gemeinsam fühlt sich alles leichter an. Genau. Danke für alles, Elif. Für deine Geduld, deine Hilfe und deine Ruhe. Und danke dir, dass du nie aufgegeben hast. Also, was machen wir jetzt zuerst? Zuerst atmen wir tief durch, dann trinken wir einen Tee. Danach feiern wir ein bisschen. Einverstanden. Und morgen,
Morgen beginnt die Vorbereitung auf meinen neuen Alltag. Das klingt gut. Nein, das klingt nicht nur gut, das fühlt sich auch gut an.